Bleibt Julian Nagelsmann Deutschlands Nationaltrainer oder braucht die deutsche Nationalmannschaft jetzt einen kompletten Neuanfang? Und wer könnte überhaupt sein Nachfolger beim DFB werden? Ja, hallo liebe Fußballfans und herzlich willkommen zurück auf Werners Fußballecke. Ja, nach dem doch überraschenden frühen WM aus der deutschen Nationalmannschaft steht Bundestrainer Julian Nagelsmann natürlich mehr denn je unter Druck und auch in der Kritik. Viele Fans stellen sich jetzt die Frage, sollte Nagelsmann noch eine weitere Chance bekommen oder braucht Deutschland jetzt einen neuen Nationaltrainer? Genau darüber sprechen wir heute. Ich stelle euch 3 Trainer vor, bei denen ich persönlich denke, dass sie ein echtes Upgrade für die deutsche Nationalmannschaft sein könnten. Aber jetzt seid ihr erstmal gefragt, welchen Trainer würdet ihr euch als neuen DFB-Nationaltrainer wünschen? Schreibt mir eure Favoriten unbedingt unten in die Kommentare. So, da legen wir auch gleich direkt los. Mein erster Trainervorschlag: Oliver Glasner, der ehemalige Trainer von Crystal Palace. Vorab vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Bis jetzt kamen die Bundestrainer Deutschland alle aus Deutschland bzw. waren deutsche Trainer. Das habe ich bei meiner Auswahl heute bewusst einmal außen vor gelassen. Mir war nämlich etwas anderes deutlich wichtiger. Wenn Deutschland einen neuen Nationaltrainer bekommt, dann sollte dieser meiner Meinung nach auch selbst einmal Profifußball gespielt haben. Also jemand, der genau weiß, worüber er spricht und seinen Spielern auch aus eigener Erfahrung Tipps geben kann. Und genau das trifft auf Oliver Glasner zu. Viele kennen ihn natürlich noch aus seiner erfolgreichen Bundesliga-Zeit bei Eintracht Frankfurt oder zuvor auch beim VfL Wolfsburg. Und egal, bei welchem Verein Glasner gearbeitet hat, er konnte eigentlich überall Erfolge feiern. Seine bevorzugte Formation ist meistens das 3-4-2-1-System. Gut, natürlich hängt am Ende auch immer vieles davon ab, welche Spieler einem überhaupt zur Verfügung stehen. Zuletzt wurde Glasner sogar einige Zeit als möglicher neuer Trainer beim AC Mailand gehandelt. Allerdings hat man ihn dort abgesagt. Das bedeutet dann natürlich auch, Oliver Glasner wäre aktuell verfügbar. Die spannende Frage ist also, wäre er auch der richtige Trainer für die deutsche Nationalmannschaft? Eines steht jedenfalls fest: Erfolg hatte Glasner mit seinen Mannschaften definitiv. Ob der sensationelle Europa-League-Sieg, ja, mit Eintracht Frankfurt, der überraschende FA-Cup-Triumph gegen Manchester City oder auch der Gewinn der Conference League im Jahr 2026 mit Crystal Palace. Oliver Glasner hat mehrfach bewiesen, dass er Mannschaften entwickeln, motivieren und erfolgreicher machen kann. Auch beim VfL Wolfsburg war seine Arbeit überragend. In der Saison 2019-20 führte er Wolfsburg in die Europa League und nur eine Saison später sogar in die Champions League. Also ja, Oliver Glasner weiß definitiv, wie erfolgreicher Fußball funktioniert. Dazu kommt noch seine eigene Karriere als Spieler. Er absolvierte insgesamt 572 Pflichtspiele für den SV Ried aus Österreich und außerdem 3 Erstligaspiele für den LASK Linz ebenfalls in Österreich. Er kennt den Fußball also nicht nur von der Trainerbank, sondern auch aus der Kabine und vom Platz. Er weiß ganz genau, was seine Spieler denken und was sie in bestimmten Situationen brauchen. Für mich wäre Oliver Glasner deshalb auf jeden Fall ein ernsthafter Kandidat als möglicher neuer Nationaltrainer Deutschlands. Aber jetzt interessiert mich natürlich auch eure Meinung. Wäre Oliver Glasner euer Wunschtrainer oder habt ihr da ganz andere Favoriten? Schreibt mir unbedingt eure Ideen in die Kommentare. So, und jetzt kommen wir zu meinem zweiten Vorschlag. Und ja, aktuell spricht natürlich fast jeder über genau diesen Namen als möglichen Nachfolger von Julian Nagelsmann. Richtig, Jürgen Klopp. Gefühlt wünschen sich die meisten deutschen Fußballfans Jürgen Klopp als neuen Nationaltrainer, falls Julian Nagelsmann gehen sollte. Und ganz ehrlich, ich könnte mir Jürgen Klopp als neuen DFB-Bundestrainer natürlich ebenfalls sehr gut vorstellen. Er ist einfach ein echter Menschenfänger.
Seine Ausstrahlung, seine Persönlichkeit und die Art, wie er mit Spielern umgeht, sind einfach außergewöhnlich. Dazu kommt natürlich, dass Jürgen Klopp mit seinen 59 Jahren immer noch im besten Traineralter ist. Und nicht vergessen, auch Klopp war selbst Profifußballer. Er weiß also ganz genau, wovon er spricht und was in den Köpfen der Spieler vorgeht. Für mich gehört Jürgen Klopp ohne jede Frage zu den erfolgreichsten deutschen Trainer aller Zeiten. Und wie groß sein Ansehen im Weltfußball immer noch ist, hat man erst vor kurzem wieder gesehen. Denn selbst Real Madrid wollte ihn als Trainer für die neue Saison 26/27 verpflichten. Allein das zeigt doch schon, welchen Stellenwert Klopp weltweit besitzt. Er gehört definitiv zu den besten Trainern der Welt. Was Jürgen Klopp besonders auszeichnet, ist seine unglaubliche Emotionalität, sein riesiger Teamgeist und seine menschenorientierte Art der Führung. Und wenn wir ehrlich sind, genau das braucht die deutsche Nationalmannschaft im Moment. Egal, ob damals in Mainz, später bei Borussia Dortmund oder zuletzt beim FC Liverpool, Jürgen Klopp hat jeden Verein nicht nur sportlich erfolgreicher gemacht, sondern wurde überall auch als Mensch gefeiert. Mainz führte er zum ersten Mal in die Bundesliga, bei Borussia Dortmund gewann er 2 deutsche Meisterschaften in Folge, holte den DFB-Pokal und bis heute wünschen sich viele BVB-Fans nichts lieber, als dass Klopp irgendwann wieder zurückkehrt. Und danach ging seine Erfolgsgeschichte beim FC Liverpool genauso beeindruckend weiter. Er wurde englischer Meister, gewann die Champions League und holte zahlreiche weitere Titel. Ganz ehrlich, viel erfolgreicher kann eine Karriere als Vereinstrainer eigentlich kaum verlaufen. Und genau deshalb stellt sich natürlich die Frage, was fehlt selbst ein Jürgen Klopp eigentlich noch von den Titeln her? Richtig, ein großer Titel mit einer Nationalmannschaft. Ein Europameistertitel oder vielleicht sogar der Weltmeistertitel. Und genau das könnte natürlich noch einmal eine riesige Motivation für ihn sein. Ich persönlich glaube deshalb, mit Jürgen Klopp als möglichen Nachfolger von Julian Nagelsmann kann Deutschland eigentlich kaum etwas falsch machen. Für mich wäre Klopp sogar die beste deutsche Lösung für den Posten des Bundestrainers. Denn eines darf man bei ihm nie unterschätzen, seine motivierenden Ansprachen, seine Fähigkeit, Mannschaften emotional mitzureißen und vor allem sein Talent, Spieler über ihre eigentlichen Grenzen hinauswachsen zu lassen. Genau diese Mentalität würde der deutschen Nationalmannschaft meiner Meinung nach aktuell richtig gut tun. Aber jetzt interessiert mich natürlich wieder eure Meinung. Wie seht ihr Jürgen Klopp als möglichen Nachfolger von Julian Nagelsmann? Wäre er eure Wunschlösung? Schreibt eure Meinung unbedingt unten in die Kommentare. So, und dann kommen wir jetzt zu meinem dritten und gleichzeitig vielleicht überraschendsten Vorschlag. Und ja, ich meine wirklich Pep Guardiola. Denn sind wir doch mal ehrlich, welche Nationalmannschaft oder welcher Topverein auf der Welt würde zu einem Pep Guardiola eigentlich Nein sagen? Und ein ganz wichtiger Punkt ist dabei, Guardiola hat selbst schon mehrfach angedeutet, dass er als nächstes gerne einmal, ja richtig, eine Nationalmannschaft trainieren würde. Warum also nicht einfach die deutsche Fußball-Nationalmannschaft? Wie ich vorhin schon mal gesagt habe, war mir bei meinen 3 Vorschlägen eines besonders wichtig. Der neue Bundestrainer sollte selbst einmal Profifußball gespielt haben. Und genau das trifft natürlich auch auf Pep Guardiola zu. Er weiß also ebenfalls zu 200%, wovon er spricht. Jetzt werden einige vielleicht sagen, ja, aber die Sprache. Ganz ehrlich, beim FC Bayern München hat das doch auch hervorragend funktioniert. Deshalb wäre das für mich überhaupt kein negativer Punkt. Ganz im Gegenteil. Sollte Jürgen Klopp tatsächlich absagen, dann würde ich sofort versuchen, Pep Guardiola als neuen Bundestrainer zu verpflichten. Denn für mich gehören Jürgen Klopp und Pep Guardiola, was ihre Persönlichkeit, ihre Ausstrahlung und natürlich ihre Trainerqualitäten angeht, gemeinsam zu den besten Trainern der vergangenen Jahre. Und wenn wir auf den sportlichen Erfolg schauen, gehört Guardiola sowieso zu den erfolgreichsten Trainern der letzten 18 Jahre. Egal,
ob beim FC Barcelona, beim FC Bayern München oder natürlich bei Manchester City, überall hat Guardiola Titel gewonnen. Pokale, Meisterschaften, Champions League Titel, eigentlich überall nur Erfolg. Pep Guardiola steht vor allem für seinen extremen Perfektionismus, seine taktische Brillanz und seine absolute Hingabe zum Fußball. Was ich an ihm besonders beeindruckend finde, er sucht immer den Dialog mit seinen Spielern. Er gibt nicht einfach nur Anweisungen, er erklärt seinen Spielern auch, warum sie etwas auf dem Platz machen sollen. Und genau so etwas fehlt der deutschen Nationalmannschaft meiner Meinung nach schon seit einigen Jahren. Für mich ist außerdem noch etwas ganz entscheidend. Ein möglicher neuer Bundestrainer sollte bereits bewiesen haben, dass seine Ideen erfolgreich funktionieren. Und genau das können alle 3 Trainer, die ich heute vorgestellt habe. Egal, ob Oliver Glasner, Jürgen Klopp oder erst recht Pep Guardiola. Denn dadurch wissen auch die Nationalspieler, okay, der Trainer weiß wirklich, wovon er spricht. Seine Ideen und seine taktischen Konzepte haben bereits Titel gebracht. Schauen wir nur einmal auf Guardiola. 3-mal Champions League Sieger, 3-mal deutscher Meister, 3-mal spanischer Meister, 6-mal englischer Meister und dazu auch noch unzählige weitere Pokale. Ganz ehrlich, mehr Titel oder mehr Erfahrung kann ein Trainer eigentlich kaum sammeln. Und noch etwas gefällt mir an Guardiola besonders, er scheut keine Konflikte. Er besitzt absolutes Durchsetzungsvermögen. Und wenn es für den Erfolg der Mannschaft notwendig ist, setzt er auch große Stars ohne zu zögern auf die Bank. Für Guardiola zählt am Ende nur eines, der Erfolg der Mannschaft. Und genau diese Mentalität würde der deutschen Nationalmannschaft aktuell richtig gut tun. Ja, liebe Deutschland- und Fußballfans, das waren meine 3 persönlichen Vorschläge für einen möglichen neuen Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft. Und noch einmal, ob Nagelsmann am Ende wirklich gehen muss, das müssen natürlich andere entscheiden. Meine persönliche Meinung ist allerdings ganz klar, Deutschland braucht jetzt einen kompletten Neustart, neue Ideen, neue Konzepte und ja, vielleicht auch einige neue Spieler im DFB-Kader. Aber jetzt seid ihr wieder gefragt, welchen Trainer würdet ihr euch als neuen Bundestrainer wünschen? Habt ihr vielleicht noch einen ganz anderen Kandidaten? Schreibt mir eure Ideen und Meinung unbedingt unten in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt, wen ihr am liebsten an der Seitenlinie der deutschen Nationalmannschaft sehen würdet. Also dann, macht's gut, bleibt sportlich und wir sehen uns ganz bald wieder hier auf Werners Fußballecke. Also bis dann. Tschüss.